Du kämpfst gerade gegen Schmerzen an der inneren Seite vom Knie. Egal ob beim Laufen oder beim Treppensteigen, in diesem Video erkläre ich dir eine Ursache für diese Art von Beschwerden und was du dagegen tun kannst, damit du dich endlich wieder schmerzfrei bewegen kannst. Schmerzen an der Innenseite des Knies müssen nicht unbedingt von Meniskus oder von Arthrose kommen. Eine häufige Ursache hierfür ist das Pes-Anserinus-Syndrom. Was ist das denn? Ein Pes-Anserinus-Syndrom ist eine Reizung bzw. eine Überlastung an den Innenseiten vom Knie unterhalb von des Gelenks selbst. Das ist ungefähr, wenn du hier das Gelenkspalt so hast, 3 bis 5 cm unterhalb davon. An dieser Stelle setzen 3 Muskeln an. Der Sartorius, der kommt von der Hüfte und macht so eine Bogenbewegung von außen nach unten innen. Dann der Gracilis von der Beckeninnenseite bis zu der gleichen Stelle innen am Unterschenkel. Der Semitendinosus, der sitzt hinten von den Sitzbeinhocke nach unten bis zur Innenseite des Knies. Wenn diese 3 Muskeln anspannen, sorgen die dafür, dass das Knie gebeugt wird und dass der Unterschenkel nach innen gedreht wird. Diese Muskeln setzen sehr flach an dem Knochen an und um dort die Reibung zu reduzieren, gibt es auch einen Schleimbeutel. Dieser Schleimbeutel verringert dann die Reibung zwischen die Sehne und den Knochenhaut. Wenn du plötzlich dein Trainingspensum erhöhst, heißt es länger, weiter oder viel mehr läuft als sonst, wie zum Beispiel im Urlaub, kann es zu einer Überbelastung dieser Strukturen kommen und dadurch eine Reizung, entweder auf der Schleimbeutel oder an den Ansatz der Sehnen am Knochenhaut. In Anfangsphasen beschreiben die Patienten nur an Anlaufschmerzen in den inneren Bereich vom Knie nach längeren Ruhephasen, wie zum Beispiel nach dem Sitzen und dann Aufstehen. Oder wenn du laufen gehst, in den ersten 3 bis 5 Minuten nach dem Beginn des Laufens. Wenn aber du nichts dagegen tust, werden die Beschwerden immer stärker, sodass die dauerhaft vorhanden sind und besonders Treppen absteigen oder steigen werden sehr schmerzhaft. Das Laufen nach einer bestimmten Zeit wird unmöglich, weil die Schmerzen so doll zunehmen. Und nun die wichtigste Frage. Was kannst du tun, um dieser Überbelastung entgegenzuwirken? Es ist wichtig, dass diese 3 Muskeln eine Balance zwischen Kraft und Flexibilität aufweisen. Zudem solltest du darauf achten, dass die Beinachse gut ausgeprägt ist. Eine verstärkte X-Haltung deiner Beine sorgt für eine Überbelastung des inneren Seite des Knies und kann dadurch deine Beschwerden auch verstärken. Mit dieser Übung verbesserst du die Flexibilität der betroffenen Muskulatur. Du solltest dir an der Wand hinstellen, deine Füße ungefähr 4 bis 5 Finger von der Wand entfernt. Je näher von der Wand du stehst, desto schwieriger ist die Übung. Deswegen guck mal, was es für dich erstmal passt. Deine Vorfüße, die solltest du jetzt halt auf eine Rolle platzieren oder hier wie bei mir. Ich habe jetzt mal ein Handtuch ganz eng zusammengelegt und da stelle ich erstmal meine Vorfüße hin. Dann bringst du deine Füße ein bisschen weiter nach außen, so dass du deine Hüfte ein bisschen auseinanderführst. Als erstes versuche jetzt ein Hohlkreuz zu machen, damit du das Becken nach vorne bewegst. Deine Knie bleiben noch gebeugt. Dann drehst du den Unterschenkel nach außen, so dass deine Füße nach außen gezeigt werden. Achte darauf, dass du das Becken nach vorne gekippt behältst, das heißt, du bist ein Hohlkreuz, nimmst den Rumpf jetzt nach vorne und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuchst jetzt in dieser Position die Knie zu strecken. Und versuch
ohne dass du das Becken veränderst. In dem Moment, wo du deine Knie streckst, wirst du ganz deutlich eine Dehnung an der Innenseite, hinteren Seite von deiner Oberschenkel und inneren Seite spüren. Je mehr du das Becken kippst in diese Richtung, das heißt, du schiebst die Sitzbeinhöcke nach oben Richtung Wand, behältst aber die Knie durchgestreckt und die Lendenwirbelsäule in einer Hohlkreuzhaltung. Je mehr du das machst, desto stärker wird auch die Dehnung sein. Bleib in dieser Position für ungefähr 5 bis 10 Sekunden und beuge dann langsam die Knie. Nur ein bisschen, sodass du diese Spannung erstmal wieder verlierst. Und als nächstes genau das Gleiche. Das heißt, die Sitzbeinhöcker kommen nach oben, die Knie werden durchgestreckt, deine Vorfüße sind weiter auf das Handtuch und du bist in Hohlkreuz. Streck beide Knie ordentlich durch und dann wieder locker lassen. Diese Übung solltest du für ungefähr 8 Mal wiederholen. Bleib aber in dieser Position mit durchgestreckten Knien, die Sitzhocker nach oben gegen die Wand, Hohlkreuz von der Lendenwirbelsäule, 5 bis 10 Sekunden. Nachdem du dynamisch an der Flexibilität gearbeitet hast und deine Muskulatur sich dadurch einfach dehnen lässt, geht's an die Stärkung. Dafür solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Du legst dich auf den Rücken, streckst jetzt ein bisschen die Knie, so dass du ungefähr 60 Grad zwischen Hüfte und Rumpf hast. Stellst nur die Fersen auf den Boden, das heißt der Vorfuß, die Zehe, die ziehst du zu dir ran. In dieser Position hast du eine stärkere Aktivierung der Oberschenkelmuskulatur und weniger der Gesäß. Dann versuche in dieser Position das Becken von dem Boden hochzuheben, so dass du in einer Linie bist zwischen Knie, Becken und Schulter. Wenn du oben angekommen bist, hebst du dann die gesunde Seite hoch und versuchst ganz bewusst in dieser Position zu bleiben. Achte darauf, dass dein Becken nicht runterfällt, dass du hier nicht abweichst. Sorge dafür, dass deine Hüfte komplett gestreckt ist, der Vorfuß ist hochgehoben und bleibe in dieser Position für ungefähr 20 Sekunden. Du wirst deutlich spüren, wie deine Muskulatur von der Oberschenkel hinterer Seite auch aktiv ist. Nach den 20 Sekunden kannst du dann langsam wieder runterkommen, das gesunde Bein ablegen, kurz einmal durchatmen und dann wieder hoch. Beide Füße auf dem Boden, beide Ferse bewusst nach unten drücken, in einer Ebene bleiben, das gesunde Bein hochheben, 90 Grad Hüftbeuge, 90 Grad Kniebeugen und darauf achten, dass du das Becken nicht abweichst. Becken nach oben halten, 20 Sekunden lang, tief durchatmen, es ist schwer. Nach den 20 Sekunden einfach runterkommen. Und diese Übung solltest du dann 4 bis 5 Mal wiederholen. Die richtigen Übungen passend zur jeweiligen Beschwerdenwelt zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich gebe aber mein Bestes, genau das für dich zu tun. Wenn auch du davon profitieren willst, abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche Anregungen für das, was du aktiv für deine Gesundheit machen kannst. Die letzte Übung zielt auf die Verbesserung deiner Beinachse. Je mehr du in X-Beinen sitzt, läufst oder dich bewegst, desto mehr Belastung entsteht auf den Ansatz der Sehne und auf dem Schleimbeutel. Eine gute Möglichkeit, die Beinachse zu trainieren, ist der statische Ausfallschritt. Für diese Übung kannst du dich gerne an der Wand oder an einem Möbelstück festhalten. Du stellst die in eine Ausfallschritthaltung hin. Das heißt, das vordere Bein wird gebeugt, das hintere ebenfalls. Jedoch ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass das vordere Bein, das ist das Bein, was du arbeitest. Und dann gehst du in die Beugung rein.
kommst so nach unten, dass du, wenn du runter guckst, dein Knie komplett deinen Fuß überdeckt. Du solltest in einer Achse bleiben, was das Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk angeht. Und dann stoßt du dich mit dem vorderen Bein wieder hoch. Bei dieser Übung solltest du mit diesem Bein Kraft machen. Das hintere jetzt nur für Gleichgewicht. Achtest auf die Achse von Knie, Hüfte und Sprunggelenk, dass alles in einer Ebene stattfindet. Geh so weit wie du kannst nach unten und dann stoßt du mit dieses Bein nach oben hin. Wenn du runterkommst, in diesem Moment achte, dass du nicht so nach innen stehst, aber auch nicht nach außen abweichst. Bleib in dieser Haltung und dann hier vom Gesäß stoßt du dich wieder hoch. Langsam runtergehen und hier aktivierst du und hochkommen. In dem Moment, wo du runterkommst, solltest du auch eine leichte Dehnung in den hinteren Bereich spüren, aber es geht eher um die Achse von Sprung, Knie und Hüfte. Besonders wichtig ist auch der Fuß. Achte darauf, dass der Fuß nicht komplett nach innen abweicht in den Plattfuß, sondern dass du der Längsgewölbe vom Fuß, das heißt Ferse, Innenseite und Außenseite gleichmäßig belastest und dann wieder hoch. Du solltest diese Übung 8 bis zu 12 Mal wiederholen für mindestens 2 bis zu 3 Serien. Einen kleinen Tipp für den Alltag: Vor allem, wenn du eine Schwellung in diesem Bereich wahrnimmst, ist die Kältetherapie. Die Kälte wirkt schmerzlindernd und auch gegen die Schwellung. Du kannst einfach so eine kleine Gelpackung auf dem Bereich drauf platzieren und am besten ist, wenn du gleichzeitig auch die Muskulatur erwischt. Das heißt, du gehst mit der Kältepack von diesem Bereich innen nach oben leicht hinten. Achte darauf, dass du das nach oben platzierst Richtung Muskelverlauf und nicht nach hinten Richtung Kniekehle, weil in dem Bereich der Kniekehle die Kälte nicht so gut ist. Platziere die Kältepackung eher nach oben in Richtung Muskelverlauf. Lass die Kälte für mindestens 10 bis 15 Minuten wirken. Dadurch hast du eine Schmerzlinderung und kannst die Übungen effektiver und schmerzfreier durchführen. Ich hoffe, diese Übungen helfen dir weiter bei deinen Kniebeschwerden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!